Argentinien. Für viele Auswanderer ein Traum. Buenos Aires, die wohl europäischste Stadt Lateinamerikas. Straßencafés wie in Paris, breite Boulevards, elegante Architektur, Tango auf den Plätzen. Ein Lebensgefühl, das kosmopolitisch, kultiviert und voller Leidenschaft ist. Wer dort zum ersten Mal ankommt, ist verzaubert. Das Essen, der Wein, die Schönheit der Menschen, die Kultur. Man könnte meinen, hier schlägt das Herz der Freiheit. Kein Wunder also, dass auch im deutschsprachigen YouTube so viele Stimmen auftauchen, die Javier Milei und sein angebliches libertäres Wunderland feiern. Einer sprach davon, Argentinien sei das freieste Land der Erde. Ein anderer ging so weit, es ein Vorbild für Deutschland zu nennen. Doch die Wahrheit ist, nichts könnte weiter davon entfernt sein. Bevor wir weiter über Argentiniens Crash sprechen, lass mich dir eines sagen. Viele träumen davon, im Ausland ein neues Leben aufzubauen. Freiheit, Sonne, weniger Steuern. Für manche kann sogar Argentinien Teil eines Plan B sein. Als Rückzugsort, als zweite Basis, als Diversifizierung. Aber die Geschichte zeigt brutal, wie schnell Illusionen zerplatzen, wenn man nur schönen Worten glaubt. Genau deshalb habe ich mein Intensivseminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, entwickelt. Dort lernst du, wie du echte Strukturen aufbaust. Zweite Staatsbürgerschaften, internationale Wohnsitze, sichere Banken außerhalb der EU, Vermögensschutz und steuerliche Optimierung. Und ja, wir sprechen auch über Chancen und Risiken in Ländern wie Argentinien, wie man sie realistisch einschätzt und ob sie wirklich zu deinem Plan B passen. Dein Partner kann kostenlos mitkommen und die Jahresmitgliedschaft im New Horizons Club ist inklusive. Die nächsten Termine findest du auf unserer Website. Der Link steht unten in der Beschreibung. Die Plätze sind stark begrenzt, also sichere dir dein Ticket rechtzeitig. Nun aber zurück zum Thema. Und da wird einem in puncto Argentinien nicht gerade warm ums Herz. Denn Argentinien erlebt gerade seinen nächsten, vielleicht schlimmsten Crash. Schon wieder. Ein Land, das in den letzten Jahrzehnten mehr Zeit im IWF-Krankenbett verbracht hat als in Selbstbestimmung. 3 Rettungspakete des Internationalen Währungsfonds in nur 7 Jahren. Und jedes Mal die gleiche Geschichte. Milliarden fließen, Milliarden verschwinden, Inflation, Rezession, Misstrauen, Zerfall. Schon 2018 versprach man unter Macri die große Stabilisierung. Christine Lagarde reichte den Scheck und am Ende stand doch wieder nur Enttäuschung. Heute, 7 Jahre später, wiederholt sich das Schauspiel. Nur lauter, schriller, mit noch mehr Ideologie im Spiel. Javier Milei, der selbsternannte Anarchokapitalist, inszenierte sich mit der Kettensäge als Zerstörer der alten Ordnung. Er versprach, die korrupte politische Kaste niederzumähen und Argentinien zu einem libertären Musterland zu machen. Doch was ist wirklich passiert? Kapitalverkehrskontrollen wurden nicht beseitigt. Der Peso wurde künstlich hochgehalten, subventioniert mit IWF-Dollars. Statt die Währung frei schwimmen zu lassen, verbrannte Milei Milliarden, um ein überteuertes Wechselkursband zu verteidigen. Die Profiteure? Die Reichen, die ihr Geld außer Landes schaffen konnten. Die Verlierer? Die Industrie, die zerbricht. Die Arbeiter, die ihre Jobs verlieren. Hugo Benitez von der Textilgewerkschaft beschreibt es so: Es ist leichter zu importieren als zu produzieren. Alles ist in den letzten Monaten zusammengebrochen. Und während die deutschen YouTube-Kommentatoren jubeln, schreiben Argentinier auf Reddit: Wir zahlen europäische Preise mit argentinischen Löhnen. Oder jeder Ausländer, der Argentinien als Paradies verkauft, sollte mal einen Monat hier leben. Ein anderer: Wir sind das teuerste Land der Welt geworden. Die Wut und Resignation der Menschen sind greifbar, wenn man die Foren liest. Es ist nicht die Stimme von Politikern, sondern von Leuten, die morgens im Supermarkt plötzlich das Doppelte für Milch zahlen müssen, während ihr Lohn stagniert. Die Zahlen sprechen für sich. Inflation weiterhin über 30%, nach einem kurzen Rückgang wieder steigend. Der Peso im freien Fall. Die Industrieproduktion bricht ein, Arbeitslosigkeit steigt. Wachstum? Tod. Und die politische Lage? Ebenfalls in Trümmern. Milei hat sich mit praktisch allen Gouverneuren überworfen. Im Kongress dominiert weiterhin die Opposition der Peronisten, die seine Vetorechte bereits überstimmt haben. Selbst im Senat formiert sich Widerstand gegen seine Dekrete. Mileis Probleme sind in erster Linie politisch, erklärt Sergio Berenstein, ein Politikanalyst aus Buenos Aires. Er müsste seine Vorurteile beiseite legen und endlich Koalitionen bilden. Doch stattdessen herrscht Eskalation statt Einbindung.
Hinzu kommt ein Skandal, der sein Image als sauberer Außenseiter zerstört. Seine engste Vertraute, seine Schwester Karina, die mächtige Stabschefin, ist in eine Korruptionsaffäre verwickelt. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass für Medikamentenlieferungen Kommissionen in Höhe von 3% an sie geflossen sein sollen. Mileys Reaktion? Erst Schweigen, dann der Vorwurf. Die Aufnahmen seien KI generiert. Schließlich die bizarre Bemerkung, 3% seien viel zu wenig für echte Korruption. Warum nicht 100? Wer so spricht, verspielt Glaubwürdigkeit. In einem Land, das ohnehin unter einem chronischen Vertrauensdefizit leidet, ist das wie Gift. Und jetzt? Trump selbst musste eingreifen. In New York trat er mit Milei auf, nannte ihn einen fantastischen und mächtigen Führer. Doch schon im nächsten Atemzug relativierte er: Wir werden Ihnen helfen, aber ich glaube nicht, dass Sie einen Bailout brauchen. Gleichzeitig kündigte US-Finanzminister Scott Bessent eine Swap-Linie von $20 Milliarden an und versprach notfalls auch argentinische Schulden aufzukaufen, um die Spekulanten zu besiegen. Klingt nach Rettung, nach großer Geste. Aber Analysten wie Daniel Landsberg-Rodriguez sprachen von einer Meisterklasse in verklausulierter Rhetorik. Viel heiße Luft, viele Bedingungen, nichts Konkretes. Auch die Financial Times kommentierte trocken: Die US-Unterstützung beruhigt die Märkte kurzfristig, ersetzt aber keine Strategie. Und das ist die bittere Wahrheit. Die Finanzmärkte reagierten kurzzeitig erleichtert. Aktien in Buenos Aires stiegen, Anleihen erholten sich, der Peso legte leicht zu. Doch jeder weiß, das ist nur ein Aufschub, keine Lösung. Denn Argentiniens Schuldenproblem ist gigantisch. Über $290 Milliarden Auslandsschulden, davon allein 42 Milliarden beim IWF, mehr als die nächsten 10 größten Schuldnerländer zusammen. Ein Land, das 23 Mal in der Geschichte seine Schulden nicht bedient hat. Ein Land, das von den Kapitalmärkten längst als chronischer Risikofall gesehen wird. Oder wie ein Funktionär eines internationalen Finanzinstituts sagte: Das Letzte, was Argentinien jetzt braucht, sind noch mehr Schulden. Und währenddessen steht die Realwirtschaft still. Infrastrukturinvestitionen sind praktisch auf Null gekürzt. Straßen verfallen, Schulen bröckeln, Stromnetze marode. Selbst im großen Zukunftsprojekt, den Schieferöl- und Gasfeldern von Vaca Muerta, herrscht Stillstand. Eigentlich hätte das Land dort einen Boom erleben müssen, vergleichbar mit der texanischen Permian-Base-Revolution. Pipelines wurden fertiggestellt. Das Land war kurz davor, vom Energieimporteur zum Nettoexporteur zu werden. Doch internationale Investoren blieben fern. Warum? Weil die Produktionskosten 35–45% höher sind als in den USA. Daniel González vom Energieministerium sagt: Wir konkurrieren auf globaler Ebene. Wir können uns solche hohen Kosten nicht leisten. Ohne Infrastruktur, ohne verlässliche Politik, ohne Vertrauen, kein Investor wagt den Schritt. Ambrose Evans Pritchard brachte es im Telegraph auf den Punkt: Alles liegt in Trümmern. Wir werden das Geld des IWF verlieren. Wir sind in Rezession und die Inflation kehrt zurück. Milei habe nicht, wie behauptet, den großen Befreiungsschlag gewagt, sondern nur halbherziges Stückwerk geliefert. Den Vergleich mit Ludwig Erhard in Deutschland, der 1948 mit einem einzigen mutigen Schritt die Grundlage für das Wirtschaftswunder legte, habe er kläglich verspielt. Ein stabilisierungspolitisches Fenster der Möglichkeit gibt es in Schwellenländern nur einmal. Milei hatte dieses Fenster und er hat es verpasst. Und jetzt, mitten im Sturm, verliert Milei auch noch an Rückhalt in der Bevölkerung. Umfragen sehen seine Zustimmung auf 41% gefallen, von fast 50 im Sommer. Bei den jüngsten Regionalwahlen erlitt seine Partei Niederlagen. Die Opposition wittert ihre Chance, ihn bei den Parlamentswahlen im Oktober zu schwächen. Selbst enge Unterstützer wie der Unternehmer Eduardo Costantini mahnen: Die Regierung muss endlich den Dialog suchen. Alleine kommt sie nicht mehr weiter. Und Analysten warnen: Wenn Milei jetzt nicht zur Koalitionspolitik findet, wird er nicht nur scheitern, er wird zum abschreckenden Beispiel. Argentinien steht wieder einmal am Abgrund. Ein Land voller Schönheit, voller Talent, voller Möglichkeiten. Aber gefangen in einem Teufelskreis aus politischen Fehlern, Korruption, ideologischer Verbohrtheit und ökonomischen Illusionen. Milei hat viel versprochen. Doch in Wahrheit hat er nur alte Muster wiederholt. Er hat die Eliten bedient,
die Bevölkerung enttäuscht und die Ideen der Freiheit diskreditiert. Und deshalb sage ich dir, lass dich nicht täuschen von den Hochglanzvideos auf YouTube. Lass dich nicht verführen von libertären Parolen und großen Worten. Argentinien ist kein Beispiel für Deutschland. Es ist eine Warnung, was passiert, wenn Ideologie wichtiger wird als Realität. Wenn man lieber Sprüche klopft, als Reformen umzusetzen. Wenn man lieber Dollars verbrennt, als Strukturen zu ändern. Buenos Aires mag betörend sein, aber unter der Oberfläche tobt das Chaos. Wer wirklich frei leben will, wer seine Zukunft schützen und gestalten will, der darf sich nicht von Illusionen blenden lassen. Argentinien ist kein Paradies. Es ist das Mahnmal einer Politik, die immer wieder scheitert und die leider auch in Europa ihre Bewunderer findet. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.